Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Es ist viel zu tun heute. Ja, das stimmt. Sag mal, hast du kurz Zeit? Natürlich. Was brauchst du? Ich habe ein Problem mit dem Drucker. Er druckt nicht. Oh nein, das ist ärgerlich. Hast du schon etwas versucht? Ja, ich habe ihn an- und ausgeschaltet, aber es klappt nicht. Ist Papier im Drucker? Ja, Papier ist genug drin. Gibt es eine Fehlermeldung auf dem Display? Ja, da steht Papierstau. Hast du schon nachgesehen, ob Papier feststeckt? Nein, noch nicht. Kannst du mir bitte helfen? Ja, natürlich. Lass uns zusammenschauen. Super, danke. Hier ist der Drucker. Okay, ich mache die Klappe auf. Siehst du etwas? Ja, hier ist ein Blatt verklemmt. Kannst du es vorsichtig rausziehen? Ja, Moment. So, jetzt ist es draußen. Klasse, vielen Dank. Kein Problem. Machen wir die Klappe wieder zu. Okay, fertig? Versuchen wir nochmal zu drucken? Ja, probiere es bitte aus. Ich schicke das Dokument nochmal. Und? Funktioniert es? Ja, es druckt. Vielen Dank, Lisa. Gern geschehen, Markus. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ach, das war doch nicht schwer. Du bist immer so hilfsbereit. Danke, das freut mich zu hören. Weißt du, ich habe oft Probleme mit Technik. Das ist nicht schlimm. Man kann alles lernen. Stimmt. Hast du schon immer gerne Technik gemacht? Ja, ich finde Technik spannend. Das merkt man. Willst du wissen, wie man Papierstau vermeidet? Ja, bitte. Hast du Tipps? Immer nur wenig Papier einlegen und keine Ecken knicken. Das klingt einfach. Genau, und ab und zu den Drucker reinigen. Das mache ich ab jetzt. Sehr gut. Hoffentlich funktioniert der Drucker jetzt immer. Wenn nicht, sag einfach Bescheid. Danke, ich komme dann zu dir. Ich helfe dir gern. Bist du heute noch lange im Büro? Ja, bis 17 Uhr. Und du? Ich auch. Vielleicht gehen wir später einen Kaffee trinken. Das klingt nett, gerne. Super, dann treffen wir uns nach der Arbeit. Freue mich schon. Ich mich auch. Danke nochmal für deine Hilfe. Immer gerne, Markus. Bis später. Bis später, Lisa. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Markus. Schön, dass du da bist. Danke. Es tut mir sehr leid, dass ich zu spät bin. Kein Problem. Ist alles in Ordnung? Ja, danke. Ich hatte heute Morgen ein kleines Problem. Was ist passiert? Mein Zug hatte Verspätung. Es gab einen technischen Defekt. Oh je, das ist ärgerlich. Ja, das war wirklich stressig. Ich habe mich beeilt. Du bist trotzdem hier. Das ist gut. Danke für dein Verständnis. Ich wollte dich nicht warten lassen. Hast du unterwegs angerufen? Ja, ich habe eine E-Mail geschickt, als ich am Bahnhof war. Die E-Mail habe ich bekommen. Das war hilfreich. Das freut mich. Ich wollte Bescheid sagen. Fährst du immer mit dem Zug zur Arbeit? Ja, meistens. Das ist normalerweise schnell und bequem. Heute war wohl eine Ausnahme. Genau. Sonst klappt es immer gut. Wie lange hast du gewartet? Fast 20 Minuten. Das war kalt am Bahnsteig. Oh, das glaube ich. Hast du gefroren? Ja, ein bisschen. Zum Glück hatte ich meinen Schal dabei. Gut, dass du vorbereitet warst. Ja, sonst wäre es schlimmer gewesen. Möchtest du einen Tee oder Kaffee? Oh, das wäre nett. Ich nehme gerne einen Tee. Schwarz oder mit Zitrone? Mit Zitrone, bitte. Kommt sofort. Ich bringe ihn dir.
Vielen Dank, Markus. Das ist sehr freundlich. Keine Ursache. Wir helfen uns doch hier. Das stimmt. Das schätze ich sehr. Hast du heute noch viele Termine? Ja, ich habe 2 Besprechungen und ein Telefonat. Das klingt nach einem vollen Tag. Ja, aber ich schaffe das. Und du? Ich habe heute Morgen ein Meeting und später Büroarbeit. Viel Erfolg dabei. Danke dir auch. Konntest du ohne mich anfangen? Ja, ich habe mit ein paar E-Mails begonnen. Gut, dann habe ich nichts verpasst. Nein, alles ist in Ordnung. Ich werde gleich meine Sachen auspacken. Nimm dir Zeit, kein Stress. Danke, das hilft. Hast du heute Mittag Zeit für eine Pause? Ja, sehr gerne. Gehen wir zusammen essen? Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht zur Kantine? Ja, dort gibt es heute Pasta. Oh, das klingt lecker. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Das machen wir. Super. Dann sehen wir uns später dort. Ja, bis Mittag dann. Und jetzt erstmal einen ruhigen Start. Danke, Markus. Nochmals Entschuldigung für die Verspätung. Alles gut, Sabine. Das kann jedem passieren. Das ist nett von dir. Einen schönen Tag dir. Dir auch, Sabine. Guten Morgen, Laura. Wie geht es Ihnen heute? Guten Morgen, Markus. Mir geht es gut. Danke. Und Ihnen? Danke, auch gut. Haben Sie heute gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Und Sie? Ich konnte leider nicht so gut schlafen, aber es geht schon. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Danke, das wäre nett. Ich bringe Ihnen gleich ein. Sagen Sie, wie läuft das neue Projekt? Das Projekt läuft ganz gut. Wir haben gestern das erste Meeting gehabt. Das klingt gut. Wer war alles bei dem Meeting dabei? Frau Müller, Herr Schneider und ich waren dabei. Wir haben viel besprochen. Sehr schön. Was haben Sie genau besprochen? Wir haben die Aufgaben verteilt und einen Zeitplan gemacht. Haben Sie schon mit der Arbeit angefangen? Ja, ich habe gestern die ersten E-Mails geschrieben. Sehr fleißig. Gab es schon Rückmeldungen? Ja, Herr Schneider hat schon geantwortet. Er hat ein paar Fragen gestellt. Welche Fragen hatte er? Er wollte wissen, wann wir die Präsentation machen. Haben Sie ihm geantwortet? Ja, ich habe geschrieben, dass wir nächste Woche die Präsentation machen wollen. Sehr gut. Gibt es noch Probleme im Team? Nein, im Moment gibt es keine Probleme. Alle sind motiviert. Das freut mich zu hören. Wie ist die Stimmung im Team? Die Stimmung ist gut. Alle arbeiten gerne zusammen. Gibt es genug Material für das Projekt? Ja, wir haben alle Unterlagen bekommen. Wie sieht es mit dem Budget aus? Das Budget reicht aus. Wir müssen aber sparsam sein. Natürlich. Haben Sie schon einen ersten Entwurf gemacht? Ja, ich habe gestern einen Entwurf geschrieben. Kann ich den Entwurf sehen? Ja, ich kann ihn Ihnen gleich zeigen. Das wäre gut. Haben Sie noch Fragen an mich? Ja, ich wollte fragen, ob wir noch mehr Zeit bekommen können. Wie viel Zeit brauchen Sie denn? Vielleicht 2 Tage mehr. Dann wird alles besser? Ich denke, das ist möglich. Ich spreche mit dem Chef darüber. Vielen Dank, das hilft uns sehr. Kein Problem. Wie sieht Ihr Zeitplan für heute aus? Ich arbeite heute an den Grafiken und schreibe noch ein paar E-Mails. Brauchen Sie Unterstützung bei den Grafiken? Ja, ein bisschen Hilfe wäre gut. Ich bin noch nicht so sicher. Ich kann Ihnen nach dem Mittagessen helfen. Das ist nett. Wann haben Sie Mittagspause? Ich habe um 12 Uhr Mittagspause. Perfekt. Dann treffen wir uns um 12. Sehr gerne. Wie lange brauchen Sie für die Grafiken?
Ich denke, 1 Stunde reicht. Gut, dann planen wir das so. Haben Sie noch andere Aufgaben heute? Ja, ich muss noch einen Bericht schreiben. Bis wann soll der Bericht fertig sein? Bis morgen Mittag, glaube ich. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie Bescheid. Danke, das mache ich. Sie sind immer sehr hilfsbereit. Das freut mich. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen. Ich auch, Markus. Das Team ist wirklich toll. Wir geben immer unser Bestes. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke. Einer reicht für heute. Alles klar. Dann sehen wir uns um 12. Ja, bis später. Danke für das Gespräch. Danke auch, Laura. Einen schönen Vormittag noch. Ihnen auch, Markus. Bis später. Hallo Julia, guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir auch, danke. Viel zu tun heute? Ja, ein bisschen, aber zuerst wollte ich dich etwas fragen. Natürlich, was gibt es? Ich habe gerade im Besprechungsraum eine Jacke gefunden. Ist sie vielleicht deine? Oh, wie sieht die Jacke aus? Sie ist blau, hat eine Kapuze und sieht ziemlich neu aus. Das klingt wie meine Jacke. Ich habe sie gestern gesucht. Dann habe ich sie wohl gefunden. Soll ich sie dir bringen? Das wäre sehr nett, Markus. Danke. Kein Problem. Möchtest du sie jetzt haben? Ja, gerne. Ich friere heute ein bisschen. Okay. Ich hole sie schnell aus dem Besprechungsraum. Danke. Ich war gestern so müde, da habe ich sie wohl vergessen. Das kann jedem mal passieren. Hier ist die Jacke. Oh ja, das ist meine. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, Julia. Hast du gestern lange gearbeitet? Ja, ich war bis 8 Uhr hier. Es gab so viele E-Mails. Das klingt anstrengend. Hoffentlich kannst du heute früher gehen. Ich hoffe es. Wie war dein Feierabend gestern? Ganz ruhig. Ich habe zu Hause gekocht und ein Buch gelesen. Das klingt schön. Was hast du gekocht? Nudeln mit Tomatensoße. Ganz einfach, aber lecker. Das esse ich auch gern. Vielleicht kochen wir mal zusammen in der Mittagspause. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du nächste Woche Zeit? Ja, am Dienstag habe ich keine Meetings. Perfekt. Dann machen wir das am Dienstag. Super, ich freue mich schon. Ich auch. Markus, danke nochmal für die Jacke. Immer gern. Es ist wichtig, aufeinander zu achten. Das stimmt. Sag mal, hast du gestern den neuen Kollegen gesehen? Ja, ich habe ihn in der Kaffeeküche getroffen. Er heißt Timo, oder? Genau, Timo. Er wirkt sehr freundlich. Ja, er hat nett gegrüßt und gelächelt. Vielleicht sollten wir ihn mal zum Mittagessen einladen. Gute Idee. Ich frage ihn später. Das freut ihn bestimmt. So fühlt er sich schneller wohl hier. Genau. Neue Kollegen müssen wir unterstützen. Sag mal, hast du heute noch Meetings? Ja, um 11 habe ich ein kurzes Meeting mit Frau Schneider. Oh, dann musst du dich sicher bald vorbereiten. Ja, ein bisschen. Aber ich habe noch 10 Minuten. Dann trinke ich jetzt schnell einen Kaffee. Willst du auch einen? Ja, gern. Schwarz wie immer. Kommt sofort. Milch oder Zucker? Nein, danke. Nur schwarz. Alles klar. Ich hole ihn gleich aus der Küche. Danke, Julia. Du bist heute mein Retter. Ach, das ist doch kein Problem. Aber trotzdem danke. Gern geschehen. So, hier ist dein Kaffee. Perfekt, danke dir. Bitte, jetzt kann der Tag gut starten. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch.
Viel Glück im Meeting. Danke, das kann ich brauchen. Bis später, Julia. Bis später, Markus. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin Laura, die neue Kollegin. Schön, dich kennenzulernen, Laura. Ich heiße Michael. Freut mich, Michael. Ist das dein Arbeitsplatz hier? Ja, genau. Ich sitze meistens hier am Fenster. Und du? Mein Platz ist gleich dort drüben, neben dem Drucker. Ah, das ist praktisch. Brauchst du Hilfe beim Einrichten? Oh, das wäre nett, danke. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Kein Problem, ich helfe gern. Kommst du aus Berlin? Nein, ich komme aus Hamburg. Und du? Ich bin aus München, aber ich wohne schon lange hier. Wie gefällt dir die Stadt? Mir gefällt sie sehr gut. Es gibt viele Parks und Cafés. Und dir? Ich finde die Stadt auch schön. Alles ist so nah. Ja, das stimmt. Fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Nein, ich nehme die U-Bahn, das ist schnell und einfach. Gute Idee. Die U-Bahn ist hier sehr praktisch. Fährst du auch mit der U-Bahn? Manchmal, aber oft fahre ich mit dem Auto. Oh, hast du einen langen Weg? Nein, es sind nur 20 Minuten. Das ist nicht weit. Magst du deinen Job hier? Ja, ich mag die Arbeit und das Team. Alle sind freundlich. Das klingt gut. Ich bin ein bisschen nervös heute. Das ist normal. Am ersten Tag ist jeder nervös. Danke, das hilft mir. Was machst du genau im Büro? Ich arbeite im Marketing und mache viele Präsentationen. Das klingt spannend. Ich arbeite im Vertrieb. Oh, dann werden wir sicher oft zusammenarbeiten. Das hoffe ich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich mich auch. Möchtest du später zusammen Mittag essen? Ja, sehr gerne. Kennst du ein gutes Restaurant in der Nähe? Ja, es gibt eine kleine Pizzeria um die Ecke. Super, Pizza mag ich sehr. Perfekt. Dann gehen wir heute Mittag zusammen hin. Danke, Michael. Wie lange arbeitest du schon hier? Ich arbeite hier seit 3 Jahren. Und du? Heute ist mein erster Tag. Willkommen im Team, Laura. Vielen Dank. Gibt es hier viele Kollegen? Ja, unser Büro hat etwa 20 Mitarbeiter. Das ist eine gute Größe. Kennst du alle? Ja, fast alle. Wir machen oft Team-Events. Das klingt toll. Gibt es bald ein Event? Ja, nächsten Freitag gibt es ein Sommerfest. Oh, das freut mich. Was macht ihr beim Sommerfest? Wir grillen und spielen Spiele im Park. Das klingt nach Spaß. Ich komme gern mit. Schön. Es wird sicher lustig. Gibt es eine Kleiderordnung im Büro? Nein, nicht wirklich. Casual ist in Ordnung. Das ist gut. Ich mag bequeme Kleidung. Ich auch. Nur bei Meetings tragen wir manchmal Hemd oder Bluse. Das ist kein Problem. Ich habe viele Blusen. Sehr gut. Hast du schon unseren Chef getroffen? Ja, kurz heute Morgen. Er war sehr nett. Ja, er ist freundlich und offen. Das ist gut zu hören. Ich war ein bisschen nervös. Du brauchst keine Angst zu haben. Alle sind hilfsbereit. Danke, Michael. Das ist beruhigend. Kein Problem. Wenn du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Das mache ich. Ich freue mich auf die Arbeit hier. Wir freuen uns auch auf dich, Laura. Danke. Bis später beim Mittagessen. Ja, bis später, Laura.